Hi, ich bin Isabella und ich habe in letzter Zeit meine größte Leidenschaft, das Malen, ein wenig vernachlässigt. Deswegen werde ich heute ein Ölgemälde malen und da ich das alles schon aufnehme, würde ich euch auch die Techniken zeigen, die ich mit der Zeit entwickelt habe, die mittlerweile sowas wie meinen Stil ausmachen. Schnappt euch was zum Trinken, es wird ein sehr entspanntes Video. Die Idee für diese Referenzfotos hatte ich schon vor einer Weile und habe sie auch direkt geschossen, deswegen bleibt uns jetzt nur noch das Beste rauszusuchen und die Komposition anzupassen. Diese MDF-Platten gibt es bei Bössner, die sind sehr günstig und ich habe eine sehr dumme Angewohnheit, immer ein paar mit nach Hause zu nehmen, wenn ich dort bin. Und aus diesem Grund könnte ich mittlerweile selber einen Großhandel starten. Das sind jetzt 24 auf 30 cm. Ich will, dass das heutige Bild die gleiche Größe hat wie mein letztes. Sie sollten nämlich eventuell einen Printset irgendwann ergeben. Ich würde wirklich gerne mehr Optionen in unterschiedlichen Preisbereichen anbieten können, vor allem mit dem Blick darauf, dass ich nächstes Jahr gerne an Kunstmessen teilnehmen würde und dort ist es, glaube ich, ganz nice, viel Kleinkram dabei zu haben. Ich grundiere die Platten mit einer extra Schicht Gesso. Gesso ist wichtig. Das muss gleich noch trocknen und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Skizze. Ich öffne die Datei in Procreate auf dem iPad und übertrage die Outlines. Ich habe eigentlich nur heute und morgen Zeit, mit diesem Bild voranzukommen, also werde ich mir alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den Prozess zu beschleunigen. Dann kann ich das Ganze ausdrucken und die Outlines direkt auf meine Malplatte übertragen. Dafür nutze ich bei kleineren Formaten so gut wie immer Kohleblätter. Ich mache es grob mit schnellen Bewegungen, was dazu führt, dass das Bild um einiges dynamischer wirkt. Es ist keine Auftragsarbeit und mein Ziel ist nicht unbedingt, die Ähnlichkeit zu treffen. Die Outline sichere ich jetzt noch mit einer Mischung aus pinker Acrylfarbe, Gesso und Wasser. Damit entstandene Schicht trennt die Kohleskizze von der Ölfarbe und so kann es nicht mehr verwischen oder die Farbe dreckig machen. Im Prinzip erledige ich in diesem Schritt auch mein Underpainting. Ich mag es gar nicht, direkt auf weißem Hintergrund zu malen. Für diese Bilderserie ist die Farbe des Underpaintings allerdings super wichtig, sie wird nämlich an manchen Stellen durchscheinen. Ähnlich wie bei dem Pink erleichtere ich mir die spätere Arbeit und lege eine blaue Acrylschicht dort, wo später das Hintergrund definitiv auch blau sein wird. Acryl trocknet tausendmal schneller als Öl und es ist einfach nur super schlau von mir, das so zu beschleunigen. Dunkle Farben decken selten perfekt bei der ersten Schicht und so stehen meine Chancen sehr gut, dass eine einzige Ölfarbschicht im Hintergrund reicht. Ich will das Bild bis spätestens morgen fertig bekommen, weil übermorgen bin ich schon auf dem Weg zu meiner ersten Vernissage. Wie krass ist das denn bitte? Es ist nicht immer der Fall, aber für dieses Bild habe ich eine genaue Vorstellung, welche Farbe wohin kommt. Meine Gemälde machen auf den ersten Blick einen realistischen Eindruck, dabei entspricht die Farbgebung selten der Vorlage, es sei denn, die Referenzfotos bereits inszeniert sind. Die Referenzen helfen mir bei der Komposition und bei den Hell-Dunkelwerten. Der Rest ist eine Frage des Plans.
Diese Vorgehensweise habe ich durch Zufall lieben gelernt, als ich in 2023 einen Monat lang nur duochrome Farbpaletten benutzt habe. Seitdem habe ich erstens eine Schwäche für blau-pinke Paletten und zweitens eine ganz andere Sicht darauf, wie ich meine Vorlagen nutze. Ich habe damals alle meine Vorlagen auf schwarz-weiß gesetzt und ausschließlich die Hell-Dunkel-Werte interpretiert. Es hat mir extrem dabei geholfen, die Wirkung von Farben zu verstehen und vor allem wurden meine Arbeiten viel freier und intuitiver. Dadurch, dass ich weiß, welche Farben ich brauche, bevor ich überhaupt mit dem Malen beginne, bereite ich mir meine Palette fast immer im Voraus. Es hat zum Vorteil, dass die einzelnen Töne sauberer und intensiver bleiben, weil ich sie sozusagen pur von diesen kleinen Häufchen entnehme. Sie bleiben separat von anderen Häufchen und damit ist das Risiko, dass ein großer Haufen entsteht, gegen Null. Je mehr Farben miteinander in Kontakt kommen, desto bräunlicher und dreckiger das Ergebnis, vor allem wenn das unkontrolliert passiert. Es ist 8 Uhr. Ich habe noch keinen einzelnen Pinselstrich mit der Ölfarbe geschafft bisher, aber immerhin sind die Farben jetzt bereit und ich werde die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall nochmal versuchen, das Gesicht und die Hände, soweit es geht, voranzubringen. Ansonsten wird es mein Ziel, morgen sein, bis spätestens Mittag das Bild trotzdem fertig zu bekommen. Naja, mal schauen. Ein Merkmal dieser dreiteiligen Gemäldeserie sind die blauen Schatten. Dafür nutze ich Ultramarinblau. Dieses Jahr ist es das Blau, das ich am liebsten verwende. Es erinnert mich an einen tiefen Sternenhimmel und ich mag es auch deshalb so gerne, weil es keine vollständig deckende Farbe ist. Dadurch wirkt es an manchen Stellen dunkler und an anderen heller. Es hat übrigens so mäßig geklappt und ich bin am Abend davor nicht weit gekommen, bevor meine Augen nicht mehr mitmachen wollten. Eine andere Technik, die ich seit fast 2 Jahren regelmäßig einsetze, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, ist das Hervorheben bestimmter Bereiche an Körpern und Gesichtern, meistens an den Händen, mit Pink oder Rot. Je nachdem, was das Bild ausdrücken soll, stehen die roten Stellen für Wärme oder Kälte. Oft markieren sie auch Bereiche, an denen die Berührung stärker oder sinnlicher wahrgenommen werden soll. Hier sind es die Finger, die an den Augen reiben.
Ich male gerne das gesamte Spektrum der Gefühle. Und so kommt es manchmal dazu, dass eher fröhliche Motive entstehen und manchmal, vor allem wenn ich selbst eine schwierige Phase habe, wird es ein wenig mehr melancholisch. Diese Phasen gehören einfach dazu und sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamterfahrung als Mensch. Vor allem auf Social Media fehlen mir oft die authentischen Einblicke. Alles wird aufgehübscht bis zu geht nicht mehr und alle kriegen das Gefühl, dass es die Realität ist, aber es hat leider nichts mit der Wahrheit zu tun. Wir kämpfen alle. Stellt euch vor, wie viel einfacher es wäre, wenn wir nicht so viel Energie dafür verschwenden müssten, so zu tun, als ob immer alles gut wäre. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, woran euch das Motiv erinnert. Das Gemälde habe ich They Can't See Me genannt. Das mit den Füßen heißt Temporarily Out of Order. Die beiden Originale gibt es jetzt in meinem Shop und sie sind bereit, gefunden, gefüllt und gekauft zu werden. Ich habe am Anfang von diesem Video erwähnt, dass ich mich bald auf den Weg zu meiner ersten Vernissage mache. Attention Fragility ist eine Gruppenausstellung, ich blende euch mal die Namen der teilnehmenden Künstler ein, die ihre Eröffnung am 4. September in den Räumen von Kultur und Gut in Hamburg hatte. Es hat mich mega gefreut, dabei sein zu dürfen und diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich durfte 3 meiner Gemälde ausstellen. Eins davon, es heißt Warm Touch, ist übrigens Teil der gleichen Gemäldeserie wie das, dessen Malprozess ihr gerade angeschaut habt. Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd. Und das war's auch schon für heute. Lasst mich unbedingt wissen, ob euch das Video gefallen hat und was ihr beim Zuschauen so gemacht habt. Ich freue mich, wenn ihr auf meinem Kanal länger bleibt. Ich bin noch ganz am Anfang meiner YouTube-Reise und würde Kunstvideos im längeren Format sehr gerne regelmäßig hochladen. Dazu bräuchte ich nur Feedback von euch, ob und welche Art von Videos ihr von mir sehen wollen würdet. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, tschüssi!